Hallo aus Lüneburg, ich bin Remy. Ich bin nicht in der Antarktis, obwohl ich so tue, als ob ich da gerade wäre. Wir haben aber Leute in unserem Call heute dabei, die gerade da sind. Wir sind nämlich heute live mit der Antarktis verbunden. Zurzeit ist nämlich der Malizia Explorer auf dem Weg zu den Danger Islands, zu einer ganz bestimmten besonderen Mission zu den Danger Islands. Die Danger Islands sind so eine Gruppe an 7 kleinen Inseln in der Nähe der Halbinsel der Antarktis. Und die gehören zu den spannendsten und ökologisch wertvollsten Regionen der Erde, aber sind halt auch sehr, sehr weit entfernt von irgendwelchen normalen Menschen. Deshalb segeln wir dahin. Mit an Bord auf der Malizia Explorer haben wir Seglerinnen, Wissenschaftler und auch Medienleute. Davon haben wir auch einige dabei heute, denen ihr ganz viele Fragen stellen könnt. Ich würde aber einmal ganz kurz zu Beginn, bevor wir zu den spannenden Menschen wirklich kommen, ganz kurz einen generellen Einstieg in Team Malizia machen. Ich weiß, vorne in der Reihe sehe ich ein paar Team Malizia T-Shirts. Ihr wisst also schon einiges. Einmal für alle mache ich aber eine kurze Wiederholung. Mal gucken, ob meine Folien gut funktionieren. Ja. Also einmal generell zu uns als Team. Wir sind ein Segelteam, ein Hochseesegelteam. Vielleicht kennt ihr uns oder unser Boot oder Boris Herrmann. Boris ist heute auch dabei. Boris ist ein Offshore-Segler, den kennt man eigentlich relativ gut von der Vendée Globe. Das ist ein Einhand-Nonstop-Rennen um die Welt. Da hat er schon zweimal mit diesem Boot oder mit der Malizia, mit dem Team Malizia teilgenommen. Und unter anderem könntet ihr euch ihn auch sonst vom Ocean Race kennen. Da war er oder war unser Team auch jetzt diesen Sommer in Kiel, an der Kiellinie. Vielleicht habt ihr uns mit gesehen, mit uns geschnackt, das Boot vielleicht sogar besucht. Aber nur damit es so ein bisschen blinkt in eurem Gehirn, wo ihr uns vielleicht kennt, haben wir das einmal dabei. Nun sind wir dieses Segelteam, wir stehen für Segeln, sagen aber immer, dass wir sozusagen auf 3 verschiedenen Säulen stehen. Einmal das Segeln, dann die Wissenschaft und dann die Bildung. Und heute in dieser Veranstaltung haben wir alles auf einmal sozusagen abgedeckt. Und darauf freue ich mich sehr, dass ihr alle dabei seid, um das heute alle irgendwie zu erleben. Denn schon seit Jahren segeln wir nicht nur, sondern betreiben auch Forschung auf den Segelreisen, die wir machen. Wir haben seit Jahren schon wissenschaftliche Daten gesammelt zum CO2, Temperatur und Salzgehalt halt. Und dadurch haben wir auch teilweise Datenlücken decken können, füllen können, die seit 70 Jahren sozusagen offen lagen. Wie zum Beispiel diese Vendée Globe, die ich vorhin erwähnt habe, die in die entlegensten Orte der Welt führt, also einmal hier ins Südpolarmeer. Da gibt es zum Teil ganz wenige Daten, weil da eigentlich niemand wirklich hinsegelt. Und mit unserem Forschungsschiff haben wir mit so einem ganz kleinen Mini-Labor an Bord dort schon Daten sammeln können. Und solche Daten, die halt relativ rar sind total wichtig und hilfreich für Wissenschaftlerinnen, die den Ozean und die Rolle des Ozeans im Klimawandel besser verstehen wollen. Nun gehen wir aber jetzt ein bisschen weiter damit. Wir fanden, irgendwie hat dieses Labor an Bord nicht ganz zu 100% nur gereicht. Und jetzt gibt es ein weiteres Schiff, das wirklich rein der Forschung dient. Das ist nämlich die Malizia Explorer. Das ist so ein bisschen verwirrend, weil wir die Malizia Sea Explorer haben, das Rennboot, und die Malizia Explorer, dieses Forschungsboot. Aber um das Forschungsboot soll es heute gehen. Das ist nämlich rein der Forschung gewidmet und soll Wissenschaftlerinnen an Bord nehmen und die halt dorthin bringen, wo Forschung rar ist und wir dringend Forschung brauchen. Und unser weiteres Ziel ist dann halt auch, eine Brücke zwischen Wissenschaft und der Gesellschaft irgendwie zu schlagen. Also, dass nicht nur Wissenschaftler so vor sich forschen, sondern dass ihr sitzt ja auch gerade hier, seid sozusagen ein Teil davon, auch davon was mitbekommt und das in das Leben, das alltägliche Leben sozusagen integriert wird. Nun sind wir hier ja aus einem ganz bestimmten Grund und haben den Call in die Antarktis. Und das ist, weil das Team jetzt am 19. November von Ushuaia aus aufgebrochen ist auf eine ganz neue Mission, die Danger Island Mission. Ushuaia liegt hier im Süden von Argentinien. Ushuaia nennt man auch das Tor zur Antarktis und dorthin sollte es dann auch gehen. Wir freuen uns sehr, dass wir diese erste Mission, diese erste ganz große Mission mit der Malizia Explorer durchführen konnten. Es ist nämlich auch das erste Mal, dass dieses Boot tatsächlich in die Antarktis fährt und das ist nicht wirklich ganz ohne. Wir haben jetzt 14 Personen an Bord, die alle bereits am 19. November halt losgesegelt sind. Da haben wir Personen dabei von verschiedenen Institutionen. Wir haben einmal 3 wissenschaftliche Institutionen. Das ist das Think Jena, das Alfred Wegener Institut, von dem wir ja auch heute jemanden dabei haben, und auch das Umweltbundesamt. Dann haben wir aber auch natürlich die Seglerinnen dabei, die das Boot operieren müssen, und Medienmenschen, die wir auch dabei haben heute in unserem Call, die auch dafür sorgen, dass die Geschichte halt auch nicht nur da in der Wissenschaft bleibt, sondern wir auch
einen Alltagsgebrauch davon sozusagen bekommen und dann natürlich auch eine Köchin an Bord, die für das Hab und Wohl der Crew sorgt. Denn so eine 14 Menschen 1 Monat lang an Bord, die muss man auch gut versorgen, sonst bleiben die nicht so glücklich. Das heißt, alle Rollen sind super wichtig und da muss man eigentlich wirklich viel drüber nachdenken, bevor man so lossegelt. Auf jeden Fall geht's für das Boot hier gerade zu den Danger Islands. Am 19. November sind die, wie gesagt, losgesegelt. Und da muss man immer so ein perfektes Wetterfenster abpassen. Das heißt, die haben es tatsächlich noch nicht direkt, soweit ich weiß, das werden wir ja gleich hören, komplett den ganzen Weg zu den Danger Islands geschafft, sondern müssen ein bisschen aufpassen und davor noch erstmal den Anker legen, um dort nicht in irgendwelche unschönen Situationen zu geraten mit Eisschollen oder Windgeschichten. Auf jeden Fall sind die Danger Islands aber, ist das Endziel? Dort wollen sie am Ende hin. Und das sind diese 7 kleinen Inseln. Und die sind wirklich winzig. Die decken tatsächlich nur 5 Quadratkilometer insgesamt ab. Hier, dort, wo der Pfeil hinführt. Ich wollte eigentlich ein Foto von oben von Google Earth einblenden, aber die sind wirklich so winzig, dass das nur wie ein Stück Fliegen Code aussah auf dem Foto. Deshalb einfach nur der Pfeil erstmal dahin. Aber da werden euch die Forscher, Seglerinnen und Medienleute ja gleich nochmal mehr berichten. Auf jeden Fall ist dieses Gebiet ganz, ganz wichtig gerade, weil es gerade 2024 als Schutzgebiet ausgesprochen wurde. Und mehr möchte ich gar nicht sagen, den Rest sollen die anderen erzählen. Auf jeden Fall geht es da auch um viele Pinguine und Deutschlands Rolle. Ich bin tatsächlich schon fertig mit meinem Teil. Ich wollte das ganz schnell durchmachen, damit ihr nicht so lange mich seht, sondern vielmehr mit den spannenden Menschen was zu tun habt. Deshalb werde ich meine Freigabe einmal stoppen und würde gerne einmal Boris fragen, dass er das Mikrofon einschaltet und wir von Boris was erfahren. Denn, Boris, du warst ja schon einige Male jetzt irgendwie in den Regionen unterwegs. Normalerweise bist du ja im Rennmodus da im Süden unterwegs, wenn du bei der Vendée Globe zum Beispiel dabei bist. Jetzt entfernt von der ganzen Geschichte der wissenschaftlichen Expedition erstmal. Wie sieht das Leben an Bord einer Malizia Explorer aus? Wie ist es jetzt gerade? Wo seid ihr? Magst du vielleicht die Kamera kurz rumschwenken und den Schülerinnen vor Ort zeigen, wie es bei euch ausschaut? Ja, hallo alle. Hier erstmal wollte ich auch vorstellen, Esther und Simeon sind auch mit im Bild Hallo. und die kommen gleich nochmal dazu. Jetzt drehe ich mal die Kamera, zeige euch hier das Schiff innen. Hier ist die Kajüte zu sehen. Hier sind wieder Esther und Simeon und ein paar andere Leute. Und genau, so sieht es hier aus. Und wir sind gerade mitten im Eis. Wenn ich jetzt an Deck gehe, könnt ihr das, glaube ich, nicht so gut sehen und ich verliere auch die Funkverbindung zum Bordnetz. Aber ich habe Remi gerade nochmal Drohnenaufnahmen geschickt von vor 5 Minuten. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die nachher nochmal anschauen. Auf jeden Fall sind wir im ganz dichten Eis und hoffen, dass wir gleich in den nächsten 2, 3 Stunden zur ersten Danger Island kommen, zur ersten Insel. Blush-Insel heißt die, richtig? Blush. Blush Island im Westen der Danger Islands. Und die sind im Moment halt ziemlich von Eis umgeben und wir fahren so richtig Slalom. Das ist total aufregend, weil wir nicht wissen, was passiert, wenn der Wind dreht. Da könnten wir vom Eis eingefroren werden und eingeschlossen werden. Und tja, das ist also alles sehr aufregend hier. Auf jeden Fall. Ich habe gerade die Fotos einmal an Stefan Juncker weitergeleitet. Vielleicht kann er die gleich einmal zeigen. Aber generell nochmal zum Thema Antarktis. Warum habt ihr jetzt eine Mission in die Antarktis gewagt? Was habt ihr eigentlich vor? Magst du uns einmal ganz kurz die Mission so ein bisschen erklären? Ja, also genau, du hast ja schon ganz viel super erklärt, Remy, und dafür vielen Dank. Ich kann euch übrigens auch sehen mit der Kamera hier, das ist toll. Vielen Dank dafür. Viele Grüße da nach Kiel. Ja, also dieses Boot, was wir haben, die Malizia Explorer, soll eben der Wissenschaft dienen, der Meeresforschung und dem Klimaschutz. Und deswegen sucht das Boot nach sinnvollen Aufgaben. Und dies war eben eine der großen Aufgaben dieses Jahr. Neben anderen, das Boot war auch schon in Afrika und auf den Kapverden und im Mittelmeer, aber jetzt ist eigentlich sozusagen die größte Aufgabe dieses Jahr eben zu diesen Danger Islands zu fahren, die ein von Deutschland initiiertes Schutzgebiet sind. Und es gibt eben in der Antarktis eigentlich einen völkerrechtlichen Vertrag, das Umweltschutzabkommen. Fritz, sag nochmal, wie heißt das? Das Umweltschutzprotokoll zum Antarktisvertrag. Das kommt bestimmt in eurer Klausur vor.
Und da der Anhang 5 besagt, dass eben alle Staaten gemeinsam ein Netzwerk von Schutzgebieten aufbauen sollen. Und es gibt mittlerweile 75 Schutzgebiete, also solche, wie wir hier haben, solche Typ ASPA, Antarctic Special Protected Area. Davon gibt es circa 75. Und Deutschland hat sich da noch nicht mit Ruhm bekleckert. Und dieses Schutzgebiet hier mit den Danger Islands ist eben das erste Schutzgebiet, was Deutschland ausgewählt hat, aufgrund der großen Vorkommen an Pinguinkolonien dort, eine große Anzahl an Pinguinen. Und deswegen, jetzt sind wir gerade gegen eine Eisscholle gefahren. Jetzt spielen wir gerade Eisbrecher. Genau, also deswegen gibt es dieses Schutzgebiet und das ist jetzt das erste, was Deutschland sozusagen initiiert hat und was auch in Kraft getreten ist und was jetzt beforscht wird. Vielleicht magst du ja aber nochmal anfangen. Okay, also es gibt eben eine besondere Bedeutung dieser 7 Inseln, der ganz kleinen Inseln Danger Islands, durch besonders die größte bekannte Adele-Pinguin-Kolonie dort, über 1 Million Pinguinpaare. Und das war eben eines der Gründe, warum diese Region oben auf die Liste gesetzt wurde, das als Schutzgebiet vorzuschlagen und dann auch durchzusetzen. Und das ist jetzt umgesetzt. Es ist jetzt ein Schutzgebiet. Und wenn man als Land, so wie jetzt Deutschland hier im ersten Fall, das erste Mal so ein Schutzgebiet initiiert hat, dann ist man auch in der Pflicht sozusagen, dieses Schutzgebiet zu managen. Das bedeutet eben dort Präsenz zu zeigen und Forschung vor Ort auch zu machen und Beobachtungen. Und das genau machen wir jetzt sozusagen in Zusammenarbeit mit den Instituten, die du eben schon genannt hast, Remy, und auch dem Bundesumweltamt, was eben diese Aufgabe letztendlich überwacht und umsetzt im Auftrag des Bundesumweltministeriums letztendlich. Dankeschön nochmal auch für die Wiederholung. Ich finde diese Mission ja super spannend, auch weil erstmal habt ihr primär die wissenschaftliche Aufgabe der Datenerhebung, aber generell soll das ja auch politisch irgendwas informieren. Magst du ganz kurz über so ein hoffnungsvolles Ziel, das auch politisch irgendwie angestrebt wird, was erklären? Also das mit der Ausweitung des Schutzgebiets möglicherweise? Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich auch Bestrebungen, viel größere Schutzgebiete noch umzusetzen, und zwar Meeresschutzgebiete. Im Moment reden wir hier von einem Landschutzgebiet, also die Landflächen der 7 Inseln sind geschützt. Man kann aber dieses Landschutzgebiet auch aufs Wasser ausdehnen, weil ja hauptsächlich die Pinguine geschützt werden sollen und die fressen natürlich nur im Meer, an Land gibt es nichts zu fressen. Und zwar fressen die meistens Krill hauptsächlich. Und Krill, das schwimmt eben in rauen Mengen hier rum und es wird zum Teil auch befischt. Und das ist eine der großen ökologischen Fragen und Problemzone in der Antarktis, eben die Krill. Wenn Krill zu doll befischt wird, kann es die Ökosysteme bedrohen. Und man hätte im Prinzip gerne von Seiten der Umweltschützer und auch einiger Wissenschaftler hätte man eigentlich gerne große Schutzgebiete und eine Eindämmung des Krillfangs, aber das sind eben internationale politische Verhandlungen, so wie jetzt gerade kürzlich. Und dabei wurden erstmal jetzt großräumig die Regeln sogar gelockert, leider. Aber die spezifischen Forschungsmaßnahmen hier vor Ort, und da kann Simeon gleich mehr zu erklären, die können eben auch dazu führen, dass die Wassermassen hier rundherum äh, geschützt werden können, wenn man eben nachweisen kann, wie genau die Pinguine eben hier ihre Fressreviere haben. Und dann ist so ein bisschen die Hoffnung so einer Guerillataktik vielleicht, dass man ein Mosaik vieler kleiner Schutzgebiete irgendwann und eben auch mehr Forschung und mehr wissenschaftliche Evidenzen dazu führen können, dass es irgendwann zu den großen Schutzgebieten, den Meeresschutzgebieten kommt, den sogenannten MPAs, Marine Protected Areas. Oder Dankeschön nochmal dafür. Nochmal, bevor wir zu Simeon kommen gleich und über die Pinguine und noch weiter über die Schutzgebiete und deren Relevanz irgendwie sprechen, noch einmal ganz weit zurück. Du bist ja das erste Mal jetzt wirklich in der Antarktis. Also bisher musstest du ja immer, also durftest du vorbeisegeln, aber immer so einen gewissen Sicherheitsabstand wahren. Jetzt die Frage, du warst das erste Mal, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen wirklich an Land. Wie fühlt sich das wirklich einfach
an. Das muss doch unglaublich sein. Ist da wirklich eine Magie dabei, wie man sagt, dass man als veränderter Mensch zurückkommt, wenn man in der Antarktis eins war? Also ich habe das Gefühl, dass wir hier wie in so eine fremde Welt eintauchen oder auf einem fremden Planeten landen. Und zwar schrittweise. Zuerst sind wir angekommen auf King George Island. Das ist so ein großer Logistik-Hub oder wird als Logistik-Hub genutzt mit einem Militärflugplatz für Spezialflugzeuge, die dort landen können, also auf dem Schnee und vielen Forschungsstationen, die in so relativ simplen Unterkünften dort untergebracht sind. Da ist man schon in der Antarktis, aber man hat noch eben Zivilisation und wir waren jetzt gestern das erste Mal wirklich tief hineingedrungen nach Südosten auf eine Insel Jointville, wo wir dann in einer Bucht waren, die Ambush Bay. Und da sagen uns Experten, dass wir möglicherweise erst das dritte Schiff waren jemals hier und auf einem Berg dann gestanden haben, um von dort Drohnenflüge zu machen, mit denen die Wissenschaftler hier die Landschaft vermessen. Und die Wissenschaftler sagten mir, willkommen hier oben auf dem Berg. Möglicherweise sind wir die ersten Menschen, die jemals hier waren. Die Gegend sieht unglaublich aus wie so eine Mondlandschaft und ganz klares Wasser. Man kann auf den Grund 10, 15 Meter tief gucken. Man sieht die Pinguine unter Wasser jagen und fischen und eben rumtauchen und rumwatscheln. Es gibt dort, wo wir gestern waren, 70.000 Pinguinpaare vermutet und die wurden dann eben gestern von Simeon auch beforscht und beprobt. Und jetzt schlängeln wir uns noch viel tiefer rein in den antarktischen Eisdschungel und fahren Slalom und krachen hier das gelegentlich gegen Eisschollen. Also es ist ein Riesenabenteuer in eine mir völlig neue, fremde Welt. Sehr schön, Dankeschön. Ich werde nochmal weitermachen jetzt, weil du sagst schon, Simeon ist ja auch neben dir dabei. Wenn du vielleicht die Kamera einmal rüberschwenken könntest, das wäre das ganz, Ja, ganz toll. Wir kommen bestimmt wieder zu dir, Boris, weil die Schülerinnen gleich bestimmt viele Fragen haben. Einmal ganz kurz wieder die Folie teilen, denn hoffentlich kann er das wieder sehen. Hier sind nochmal die Fotos, die Boris gerade gemacht hat. Hier kann man das wahrscheinlich ganz gut mit dem Slalom sehen. Das sieht echt nicht ganz ohne aus. Simeon ist, warte, ich mache noch kurz Pause. Simeon ist ein Biologe und fokussiert sich auf Polarforschung. Ich habe irgendwo gelesen, du bist ja Vogelock-Experte und setzt dich ja hier mit den Pinguinen ja auch wirklich auseinander. Ich habe hier ein witziges Video von dir erhalten, das ich einmal zeigen werde, weil ich finde, es sieht total ulkig aus irgendwie, wie man da irgendwie über die Eislandschaft wandert und auch die ganzen Tiere sieht. Ich würde es einmal abspielen, das ist nur 1 Minute 30, aber danach können wir ja in die Fragen eintauchen. Nur aber damit man hier aus Kiel, aus Deutschland, man sieht, wie die Welt irgendwo anders ausschaut. Sagst du Remy sonst, dass sie erstmal mit Esther weitermacht, will ich nicht. Wunderbar, das war's auch schon mit dem Video. Cool, dass du mir das zugeschickt hast. Es ist richtig, richtig schön als so Einstieg, um zu sehen, was es dann alles da so gibt. Es ist eine ganz andere Welt, wie Boris ja auch schon meinte, zu hier. Du warst ja schon mehrfach in der Antarktis jetzt. Viele verschiedene Orte gesehen. Warum sind die Danger Islands jetzt so spannend und wichtig für die Forschung? Ja, die Danger Islands sind, wie Boris schon gemeint hat, sind wahrscheinlich Inseln, die noch sehr wenige Menschen gesehen haben, aber wo man vor ungefähr 5 Jahren gab es eine erste Expedition hin und man hat entdeckt, dass dort unfassbar viele Adelie-Pinguine brüten.
Und kommt ein bisschen durch den Klimawandel, dass diese Gebiete jetzt erst auch wirklich erreichbar sind, weil das Seeeis dort immer früher zurückgeht. Das ist natürlich auch ein Zwischenspiel dann zwischen Pinguinen und Seeeis und diese ganze Problematik, kann man vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ähm, aber das scheint wirklich ein Hub oder ein zentraler Punkt für Adelie-Pinguine zu sein dort und ist wirklich ein Gut, was wir schützen müssen und wo Adelie-Pinguine vielleicht auch in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten, Jahrhunderten ihr Rückzugsort haben werden. Und deshalb ist es besonders wichtig, hier Forschung zu machen und diese Pinguine wirklich unter vollkommenen Schutz zu stellen. Ich habe mir das mal angeschaut, nur so für die Kieler vielleicht als Vergleich. Ich habe immer die Bevölkerungsdichte von Kiel angeschaut und da hat man irgendwie 2130 Einwohner pro Quadratkilometer. Und im Vergleich dazu habe also ein bisschen ausgerechnet, dass halt 300.000 Pinguine pro Quadratkilometer halt auf den Danger Islands irgendwie da zusammenkommen. Also das sind ja einfach zwei enorme Unterschiede. Warum eigentlich Pinguine? Also was macht Pinguine so interessant als Forschungsobjekte und warum könnten die helfen zur Meeresschutzgebiet Erweiterung irgendwie und warum sagen die so viel auch über andere Umweltfaktoren? Ja, Pinguine sind natürlich an sich eine sehr interessante Gruppe. Ganz klar, einmal können sie nicht fliegen. Das ist für Vögel schon mal was Besonderes. Davon haben wir nicht so viele. Dann sind sie unfassbar angepasst an ihre Umwelt, an das Wasser vor allem. Also die Agilität dieser Tiere im Wasser ist enorm. Es sind mit die besten Jäger unter Wasser. Und natürlich dieser ganze Körper, der etwas komisch aussieht für einen Vogel, ist einfach ein tolles Anzeichen für was Evolution macht. Also dass wirklich aus einem Vogel fast ein Fisch entsteht. Hat Forscher, glaube ich, schon ganz lange angezogen und am Anfang, da wusste man nicht genau, ist es ein Fisch, ist es ein Vogel. Natürlich wissen wir das jetzt sehr genau, dass es ein Vogel ist, aber der wirklich zu einem fischähnlichen Vogel geworden ist und einfach wahnsinnig an das Wasser angepasst ist. Ähm, Ich glaube, Pinguine interessieren uns gerade in Europa besonders, weil wir sie nicht so kennen. Wir wissen nicht genau, wo sie leben. Es ist immer so ein bisschen, oh, ganz weit weg, da unten in der Antarktis gibt es diese Pinguine. Wir besuchen die mit Sicherheit gerne auch im Zoo. Und so sind die so ein bisschen eine ikonische Art geworden für die Antarktis natürlich. Und dadurch können wir viele Menschen natürlich auch erreichen in unseren Gebieten, zu zeigen, den Pinguinen, wie geht es den Pinguinen, wo leben die Pinguine, wie leben sie und einfach die Interesse wecken. Und das hat natürlich dann für Schutzbemühungen ein besonderes Gewicht, weil man wirklich auch zeigen muss, was Natur ist, wie toll Natur ist und auch ein bisschen die Menschen damit einbeziehen müssen. Und da sind Pinguine einfach eine wunderbare Art, um das zu erreichen. Auf der anderen Seite sind Pinguine, dadurch, dass sie so angepasst sind an die Antarktis, wirklich ein gutes Anzeichen für Veränderungen. Also sind wirklich, wir nennen das sozusagen Sentinels of Change. Also wenn sich was in Pinguin verändert, sehen wir das relativ schnell und können dann Rückschlüsse ziehen, warum diese Veränderung oder was die Gründe dieser Veränderung sind. Und gerade bei Adelie-Pinguinen wissen wir relativ genau, inwiefern die abhängig vom Seeeis sind. Nach der Brutperiode gehen Pinguine auf das Seeeis im Weddellmeer oder im Rossmeer. Das sind diese großen Buchten, die voll mit Seeeis sind. Und mausern dort. Das heißt, die verlieren alle ihre Federn. Das ist eine ganz, ganz kritische Zeit für diese Pinguine. Die brauchen das Seeeis und vor allem Wasser zwischen Seeeis, um dann noch wirklich in ihrer Umgebung fischen zu können. Und natürlich wissen wir, dass Seeeis sich verändert. Es wird insgesamt weniger, es wird dünner und also Krill gerade ist auch sehr abhängig von Seeeis, verteilt sich anders. Und das sehen wir alles in den Entwicklungen von Bestandsentwicklungen, aber auch in den Reproduktionsentwicklungen von Pinguinen. Und dafür sind Pinguine einfach wirklich super Tiere, um selbst kleinste Veränderungen sehr schnell sehen zu können. Und was genau machst du nochmal jetzt an Land? Also du gehst ja wirklich und untersuchst Pinguine. Was machst du da so? Was möchtest du finden? Genau, für diese Expedition, für diese Mission habe ich zwei Ziele. Das eine ist, dass wir Tracking-Geräte, also kleinste Geräte, hier sieht man eins, mit einer Solarpaneele und zwei Antennen
Die nehmen GPS-Positionen auf und verschicken es dann über den Satelliten zu uns ins Internet sozusagen. Die werden wir auf die Pinguine aufbringen, um genau zu untersuchen, wo diese Pinguine fressen. Was Boris schon gemeint hat, ist, dass es wichtig ist, dieses Landschutzgebiet eventuell zu erweitern, weil es natürlich ganz klar ist, dass Pinguine zwar an Land leben, wir sehen sie an Land, aber ihr Lebensgebiet, ihre Umgebung ist eigentlich das Wasser. Das heißt, wir müssen das Wasser mit einbeziehen und dafür müssen wir genau wissen, auch auf politischer Ebene, um Aussagekraft zu haben, müssen wir genau wissen, wo diese Pinguine sich aufhalten, wo sind sie zu 80% ihrer Zeit, wo finden sie Nahrung und wo gibt es eventuell keine Nahrung. Ist die Nahrung sehr nah an den Danger Islands? Ist sie etwas verteilt? Gibt es da Unterschiede zwischen den Jahren? Das ist ein Aspekt, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt dieser Mission, dass wir diese Bewegungsmuster aufnehmen. Ein anderer Aspekt, der mir auch sehr am Herzen liegt, ist die Gesundheit der Pinguine. Ihr habt vielleicht alle mitgekriegt, dass in den letzten Jahren es sehr viel in den Medien auch war, die Vogelgrippe, die wirklich einen großen Effekt auf unsere Vogelwelt hatte, auf der ganzen Welt. Wir hatten einen ganz besonders aggressiven Stamm die letzten Jahre, H5N1. Und der ist auch in die Antarktis eingetragen worden und wir haben natürlich sehr große Bedenken, dass wenn das in Pinguinkolonien kommt und wie Remy auch gerade gesagt hat, wenn die so dicht und dicht beieinander leben, ist das natürlich für ein Virus ein einfaches Spiel, sich zu verbreiten und das kann enorme Effekte haben. Wir sehen das zum Glück bisher nicht in der Antarktis, aber was ich in meinen Forschungen der letzten Jahre gesehen habe, ist, dass zwar andere Vogelarten wie Raubmöwen und Riesensturmvögel von der Vogelgrippe betroffen waren, aber es scheinbar noch nicht auf Pinguine übergesprungen ist. Und was ich viel mache im Feld, ist Pinguine fangen und Blut nehmen, weil ich dann gucken kann, gibt es Antikörper gegen Vogelgrippe? Das heißt, ist die Vogelgrippe vielleicht schon durch die ganze Population gegangen oder durch Teile der Population und hat ihnen vielleicht gar nicht so groß geschadet, aber die Antikörper sind gebildet worden und somit werden sie resistenter gegenüber diesen Pathogenen. Alles klar. Ach so, hier ist direkt schon eine Frage. Wie fängt man einen Pinguin? Ähm, Wenn ich jetzt mit Kollegen rede über Vögel, also ich arbeite viel mit Freunden zusammen, die an allen möglichen Tierarten arbeiten, die sagen immer, naja, du machst da irgendwas in der Antarktis, das ist super einfach, einen Pinguin zu fangen. Und es ist in der Tat so. Man nähert sich im Prinzip einem Pinguin und hat dann wie so ein Fischernetz, stülpt es kurz über den Pinguin und fasst ihn dann an den Füßen und hat ihn. Da sind Pinguine natürlich, oder wir sind Pinguinen am Land etwas überlegen. Im Wasser würde ich das absolut nicht behaupten. Aber das ist eine relativ einfache Art und deshalb auch schön. Also man kann relativ große Probenanzahlen sammeln bei Pinguinen, weil es einfach relativ einfach ist, die zu fangen. Ich habe noch eine Frage. Wir haben ja jetzt darüber gesprochen, dass das, was wir tun, wie wir fischen, wie sich das Meer sozusagen auf Reaktion auf unsere Taten sozusagen verändert, ja einen großen Effekt auf Pinguine hat. Aber es gibt ja auch viele Veränderungen vor Ort in der Antarktis. Was hat eigentlich die Antarktis mit uns, wenn wir jetzt in Deutschland leben, zu tun? Also warum ist es wichtig, dass wir das schützen? Also ich denke, da müssen wir ein bisschen über Deutschland hinausdenken. Wir haben natürlich als Mensch, als Gesellschaft eine große Verantwortung für unsere Biodiversität insgesamt. Und die Antarktis ist glücklicherweise von Menschen noch relativ unbeeinträchtigt, relativ. Aber der Klimawandel bedroht natürlich die Biodiversität und gerade die Arten, nicht nur Vögel, Robben, aber auch alles, was im Meer lebt, der Antarktis ist sehr, sehr speziell. Es sind sehr, sehr wenig Arten im Vergleich, also eher ein sehr simples, ein einfaches System. Aber sobald sich hier was tut, können wir sehr schnell bestimmte Arten sofort verlieren. Also wir müssen wirklich darauf achten, wir müssen ein Auge auf die Biodiversität der Antarktis haben, weil wenn bestimmte Arten hier verloren gehen, sind die für immer verloren und haben keinen anderen Rückzugsort. Das hat man oft auf Inseln, sogenannte endemische Arten, die wirklich nur ganz speziell irgendwo punktuell vorkommen. Und die Antarktis ist voll von endemischen Arten. Deshalb ist es für uns als Gesellschaft und für uns als Deutschland wirklich eine Aufgabe, aber auch natürlich auch eine Herausforderung, hier wirklich was zu tun und mitzuhelfen, diese Biodiversität zu erhalten.
Dankeschön. Diese Verantwortung, dass man das auch sozusagen, also dass es bei uns ankommt, ist ja auch total wichtig. Und da habe ich tatsächlich eine weitere Person ja auch, die bei euch hinter der Kamera sitzt, die auch da ein bisschen für zuständig ist. Esther Horvath. Esther ist eine Fotografin und National Geographic Wissenschaftskommunikatorin. Esther Horvath ist an Bord und ist sozusagen dafür zuständig, dass das, was jetzt gerade an Bord alles erfasst wird, halt auch so aufbereitet wird, dass wir das auch aufnehmen und berührt werden davon in etwa. Du bist ja keine Seglerin, keine Wissenschaftlerin, aber hast ja trotzdem eine sehr, sehr spannende Rolle. Magst du uns diese so ein bisschen beschreiben, bitte? Hallo noch einmal an euch alle. Es ist so schön mit euch von hier, von der Antarktis so verbunden zu sein und ein bisschen diese Expedition zu teilen. Und das ist genau meine Rolle. Also ich bin dokumentarische Fotografin. Ich fokussiere an den Polarregionen seit 10 Jahren. Das ist meine 28. wissenschaftliche Expedition. Ich reise in der Arktis und Antarktis. Und ich mache wissenschaftliche Kommunikation. Also mein Ziel ist, dass ich nutze Fotos, Fotodokumentation, dass ich über wissenschaftliche Expeditionen, die Arbeit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der breiten Publikum zu sprechen. Ich mache Vorträge, Bücher, Publikationen, Podcasts, Ausstellungen von 6-jährigen Kindern oder in Schulen wie euch bis zu Politiker. Also hatte zum Beispiel vor 2 Wochen oder 3 Wochen, die Zeit geht so anders. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Tag heute ist, aber ungefähr so vor 3 Wochen hatte ich eine Ausstellung in Oslo und das wurde von François Hollande, der ehemalige französische Präsident, geöffnet. Also ich versuche mit meiner Arbeit durch Fotografie wirklich ein sehr breites Publikum zu erreichen, von Kindern bis zu Decision Makers. Aber danke. Deine Aufgabe ist es ja dann, alles in die Welt sozusagen zu bringen, dass alle das irgendwie bekommen. Jetzt bist du bei dieser bestimmten Mission dabei. Warum ist diese Geschichte so wichtig zu erzählen? Siehst du, also wie ich diese Anfrage bekommen habe und von dieser Mission gehört habe, das hat mich absolut sehr stark auch berührt. Also mit meiner Arbeit, ich möchte schon Sachen bewegen, weil wir können Sachen schützen, nur wenn wir die kennen. Wir kümmern uns um Sachen, wo wir Emotionen fühlen. Und das ist absolut mein Ziel mit meiner Fotografie. Also ich möchte Emotionen wecken, ich möchte Inspiration wecken, ich möchte ein Know-how so weiter transportieren. Und ich sehe meine Rolle hier und das ist also ich fühle mich sehr geehrt, in dieser Rolle zu sein, dass ich Wissenschaft und diese Expedition unterstütze. Und ich möchte hier auch sagen, wir sind zu dritt als Journalisten an Bord. Also wir haben zu dritt diese Mission. Ich bin mit jemand von der CDF hier, mit Andreas Wolfers, der ist Schreiber. Und also unsere Mission ist, dass wir das, was hier passiert, visuell und mit Text unterstützen. Also ich sehe meine Arbeit wie ein Translator zwischen Wissenschaft und zwischen Decision Makers. Und ich möchte diese Brücke, also ich sehe mich wie diese Brücke. Ich möchte diese Informationen von Wissenschaft bis zu Entscheidungsträger tragen. In meiner Rolle halt visuell. Ja. Ist es in Ordnung, wenn ich einmal ganz kurz, du hast mir ja ein paar Fotos zugeschickt jetzt von der Mission. Darf ich die jetzt Ja, mal ganz kurz zeigen, während wir weitersprechen? Da ja. sind wir jetzt angekommen, bei der Mission, also wirklich Fotos von der Mission jetzt gerade. Ja, genau. Also ich habe hier ein paar Fotos zusammengestellt, wie schaut einen Tag aus vom Boot bis in Fieldwork zu sein. Und manchmal bringt Boris uns an Bord oder jemand von der Crew. Manchmal schaut das ganz friedlich aus, manchmal schaut das sehr wild aus. Müssen wir auch die Überlebungsanzüge ab. Und ich möchte natürlich diese verschiedenen Elemente zeigen. Also ich möchte das zeigen, wenn das gerade ganz einfach abläuft, aber auch genau das, wenn das so ziemlich viele Herausforderungen sind. Das war ein sehr schöner Tag, gerade Sonne scheint. Wir haben nicht alle Tage so, wo wir lang gegangen sind. Und du warst ja schon einige Male in Polarregionen. Was macht es besonders, auch für dich in Polarregionen zu fotografieren? Also ich fühle mich immer sehr geehrt, als Fotografin bei dieser Reisen dabei zu sein. Also
ich bin zu den Polarregionen, ich bin mit der Polarregionen sehr stark verliebt, so seit schon meiner Kindheit. Das war immer mein Traum, also als sechsjähriges Mädchen in der Polarregionen zu kommen. Und wie das wahr geworden ist, war ich natürlich extrem glücklich. Und ich sehe eine große Verantwortung, wenn ich auf Expeditionen bin, dass also die Zeit ist also es ist limitiert und ich möchte in dieser Zeit so viel als möglich machen, dass ich die Arbeit, die Mission dokumentiere. Und ja, ich liebe die Kälte. Ich sage immer, umso kälter, umso besser. Also ich bin sehr gerne draußen und ich liebe diese Landschaft. Ich mag Bäume, aber irgendwie diese Landschaft ohne Bäume ist schon ganz was Besonderes. Das ist wunderbar. Wir kommen recht langsam Richtung Ende. Das heißt, ich will, Sorry. seid ihr alle noch da? Boris ist da, ist Simeon noch da? Ja. Ich würde jetzt gerne für die Max-Planck-Schule einmal den Raum sozusagen eröffnen, dass ihr alle eure Fragen stellen könnt. Ihr habt jetzt alle Experten von Bord dabei und habt jetzt die Möglichkeit, live mit der Antarktis wirklich zu sprechen und nicht nur zuzuhören. Übrigens, wenn ich noch was sagen darf, ihr erlebt auch einen ganz besonderen Moment mit, weil wir jetzt gerade die Danger Islands in Sicht bekommen haben und quasi das Ziel unserer Reise fast erreicht haben. Herzlichen Glückwunsch. Wie cool. Okay, ich wollte einmal fragen, wie das so ist, auf dem Forschungsschiff sozusagen zu leben. Also ja, gerade mit 14 Leuten auf so engem Raum, wie ihr euch da organisiert und ob es auch dazu kommt, dass versucht zu umgehen. Habt ihr das verstanden? Remy, wiederhol gerne nochmal die Frage. Ich glaube, die Und Frage, also auch abgebrochen ein bisschen, aber es ging darum, wie kann man sich organisieren? Wie ist das an so einem Forschungsschiff als mit 14 Personen zu leben? Ich weiß nicht, ein WG-Plan vielleicht so. Ich glaube, das ist die Frage. genau, es ist ein bisschen wie so ein WG-Plan. Es gibt verschiedene Aufgaben für jeden, aber wir haben auch eine Köchin, Estefania, dabei und dann sind wir zu dritt, beziehungsweise manchmal mit Andreas zu viert, die Kernsegelmannschaft und wechseln uns nachts ab mit den Wachen und alle anderen schlafen nachts, wobei die Tage auch manchmal lang sind, weil es ja hier von mitternachts bis morgens um 3 nur dunkel ist und ansonsten haben wir hier eigentlich gutes Tageslicht. Und ja, so leben wir hier zusammen. Im Prinzip war meine Frage so anknüpfend an die der Schutzgebiete. Also, ihr hattet gesagt, Land ist so ein Landschutzgebiet. Ähm, wenn ihr jetzt durch eure Forschung auch nochmal die Notwendigkeit für Seeschutzgebiete stellt, wie groß wird die denn werden? Also, ja, geht eure Guerillataktik denn schnell auf oder müsst ihr viele Schutzgebiete finden? Habt ihr das Kannst du noch mal verstanden? wiederholen, die Frage? Ich glaube, dass die Frage war, wenn ihr das also so erfolgreich theoretisch so ein Schutzgebiet, also herausfindet, ja, wissenschaftlich ist es fundiert, müssen wir machen. Wie schnell könnt ihr das wirklich ins Leben rufen und wie groß wird das sein? Wie schnell könnte sich das verbreiten, dass andere Orte dieselbe Taktik übernehmen? Das ist, glaube ich, die Frage. Ja, also ich würde mal so ganz grob realistisch sagen oder ganz pragmatisch antworten, 5 Jahre. Also in dem Fall dieses Schutzgebietes sind Sie jetzt über 5 Jahre schon dabei gewesen, das zu planen, einen Managementplan zu erstellen, der dann letztendlich bei dem Antarctic Treaty Committee Sitzung, die einmal im Jahr ist, vorgeschlagen wurde und dann muss es einstimmig angenommen werden. Dazu ist in der Regel ganz viel Lobbyarbeit im Hintergrund nötig, damit sowas eine Chance hat. Und das zweite von Deutschland vorgeschlagene Gebiet, das Grubergebirge in der Mitte der Antarktis, das wurde auch abgelehnt. Das wird jetzt wieder vorgeschlagen bei der nächsten Sitzung. Also es ist ein sehr langwieriger Prozess und man muss sagen, dass die umweltaktiven Regierungsdiplomaten, die sich darum kümmern und auch die NGOs einen sehr langen Atem mitbringen zum Glück und sich wirklich intensiv dafür einsetzen. Aber dafür hilft ihnen natürlich auch die Forschungsergebnisse der verschiedenen Gebiete, die zeigen, wie bedeutend dann bestimmte biologische oder Hotspots letztendlich sind. Vielleicht dazu noch kurz die Anmerkung, dass wir natürlich hoffen, dass wir mit unseren Daten die Größe, die notwendige Größe des Schutzgebiets bestimmen können. Und da wirklich die Tracking-Daten uns Aufschluss geben, wie weit die Pinguine
weggehen müssen, um wirklich gute Nahrung zu finden und welche Gebiete dann damit einbeziehen werden müssen. Ich möchte hier auch etwas dazu geben. Also hier kommt die Aufgabe und Verantwortung von den 3 Journalisten an Bord. Wir möchten die Emotionen wecken, dass wenn wir Emotionen für etwas haben, was ich schon erwähnt habe, dann kümmern wir uns um Sachen, aber auch natürlich die Informationen zeigen und diese Brücke sein zwischen Wissenschaft und Decision Makers, dass wir es visuell und mit Text das natürlich vermitteln. Darf ich noch mal kurz zwischendrin ja auch noch mal, also kurz, es ist doch auch so, dass ja theoretisch ist jetzt so ein globales Ziel ist, dass man bis 2030 30% mariner und 30% ländlicher Gebiete schützen möchte. Und das ist, fällt ja auch sozusagen in dieses Ziel hinein. Warum, wenn alle sagen, ja, okay, wir wollen das gerne machen, wer stellt sich dagegen? Weil wir finden alle Pinguine süß. Woran liegt es, dass es so lange dauert und Menschen es eigentlich gar nicht möchten? Ja, gute Frage. Also ich glaube, du hattest mir ja auch schon vorher aufgeschrieben, René, dass es insgesamt faktisch also 8% der Ozeane bisher geschützt sind und faktisch vielleicht sogar noch weniger. Also das große Ziel eigentlich der Staatengemeinschaft, 30% der Meeresfläche bis 2030 zu schützen, unter Schutz zu stellen, der 30x30-Plan. Das ist natürlich eine ganz ambitionierte Ambition, so wie die anderen großen Ambitionen der Menschheit, sage ich mal, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, die 17 Ziele, einschließlich Klimaschutz und Bildung für alle und Zugang zu. Es gibt natürlich so viele große Themen, die schwer vorangehen und wo es Widerstände gibt. Bei den Meeresschutzgebieten sind es natürlich, scheitert es oft daran, dass sowas einstimmig abgestimmt werden muss. Zumindest hier in diesem Antarktis-Kontext muss es einstimmig sein. Und da kann natürlich der Widerstand eines einzelnen Landes dann schon das Ganze aufhalten. Und das jetzt konkret nochmal zu antworten, also insbesondere Norwegen stellt sich also gegen den Grillschutz zum Beispiel und ein einziges Unternehmen in Norwegen fischt 60% des Grills hier, was dann letztendlich als Fischfutter für Lachsfarmen verwendet wird und für Nahrungsmittelzusätze, solche Grillpillen mit solchen bestimmten Ölen. Grillöl, da wird man vielleicht schöner oder sowas. Also das sind letztendlich gar nicht so wichtige Produkte, wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen natürlich einzelne Partikularwirtschaftsinteressen, die dem entgegenstehen, so wichtige, diese ganz wichtige Grundlage dieser Ökosysteme, nämlich Grill ist die Nahrung für die gesamte Antarktis letztendlich, das ja, so heftig auszubeuten. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, Dankeschön. Ich gehe nochmal an die Kielschule weiter. Da sind bestimmt noch Fragen. Ja, ich hatte noch eine Frage und zwar, wie viel Grad ist es bei Ihnen? So, also, wie sehen die Temperaturen aus? Wie sind die Temperaturen bei euch? Wie lebt es sich? Ist es eisig kalt? Was ist bei euch los? Also wir sind ja jetzt im Frühling hier und wir haben Temperaturen um den 0 Grad. Heute Nacht hat es auf jeden Fall gefroren auf dem Deck. Wir hatten einen Eimer dort stehen zum Schuhe waschen, der ist zugefroren. Also vielleicht -5 Grad, aber was man dazu sagen muss, wir haben oft Wind und der ist kalt. Und deshalb sind die gefühlten Temperaturen deutlich tiefer, also bis zu -10, bis zu -12, 13 Grad. Ich glaube, die Minimum war -19 am Tag, wo wir so richtig viel Wind hatten. Aber es ist warm, also es ist noch warm. Es könnte viel kälter sein. Sehr schön. Weitere Fragen? Eine Frage kurz, Tobias hier vom NDR. Moin erstmal in die Antarktis. Wir sind ja auch hier, weil diese Schule total engagiert ist in Sachen Klimaschutz und die haben ja auch den Klimaschutzpreis geholt, interessieren sich für das, was ihr macht. Wie wichtig ist euch das, junge Leute, ja, dass das Engagement nachwächst, dass das da ist, dass es solche Schülerinnen und Schüler gibt wie die hier? Kam die Frage an? Ja, oder? Ja, das ist natürlich ganz toll, dass ihr an der Max-Planck-Schule so aktiv seid. Das hängt natürlich auch mit Stefan Juncker zusammen, der sich als Lehrer so doll einsetzt für diese Themen. Insofern Glückwunsch nochmal an dich, Stefan, seit vielen Jahren, auch mit den ganzen Initiativen, die wir schon begleiten konnten von dir. Und grundsätzlich finde ich einfach, dass, so wie Esther sagt, wenn wir hier hinfahren können, natürlich, weil so wenige Menschen hier sind,
auch eine große Motivation haben, die Eindrücke zu teilen, vielleicht auch eine Verantwortung. Und uns natürlich freuen, wenn ihr das im Schulunterricht mit aufnehmen könnt und einfach seht, was für spannende Sachen man machen kann. Man kann Pinguinforscher werden oder Antarktisfotografin oder eben Abenteuersegler. Und es gibt so viele spannende Sachen auf der Welt zu entdecken. Und deswegen, ja, einfach die Neugierde und Neugierde auf die Zusammenhänge in der Welt. Die können das Leben einfach total spannend machen. Und das ist natürlich auch eine Motivation, die wir einfach teilen wollen. Moin, meine Frage wäre, ihr seid ja relativ weit von der zivilisierten Welt entfernt. Sieht man trotzdem Störung von Menschen in der Umwelt? Das kommt darauf an, wo man ist. Es gibt Inseln in der Antarktis wie King George Island, die wir die letzten Tage besucht haben. Da sieht man den menschlichen Einfluss sehr deutlich. Also man hat relativ viele Stationen. Jede Nation des Antarktisvertrags will irgendwo vertreten sein, muss irgendwo vertreten sein. Und da sieht man natürlich menschliche Einflüsse im Positiven wie im Negativen. Es gibt oft auch Müllprobleme und natürlich sind Abwässer da, die Forscher auch in den Gewässern nachweisen können. Wir haben Mikroplastik, das auch aus der ganzen Welt kommt, muss man dazu sagen. Also das ist der menschliche Einfluss, den wir als Gesellschaft insgesamt haben, auch auf die Antarktis. Positive Einflüsse sind natürlich, dass da viel Forschung betrieben wird und wir da viele Erkenntnisse haben. Aber jetzt, wo wir jetzt gerade hier sind und wo wir gestern waren, hier das Hintergrundbild von Remy, da sieht man wirklich keine menschlichen Einflüsse so mit dem bloßen Auge. Das sind wirklich Umgebungen, die wir sonst so gar nicht kennen und wo wir wirklich pure Natur haben. Ja. Ja, meine Frage wäre noch, wie lange ist es euch möglich, wenn ihr einmal den Hafen verlassen habt, dann so draußen zu bleiben? Müsst ihr da so nach 20 Wochen oder so schon wieder da sein? Oder wie lange soll sich das? Also ungefähr einen Monat mit der 3 Wochen bis einen Monat mit dem Vorrat an Diesel. Mit dem Diesel erzeugen wir Strom und Strom brauchen wir zu allem, zum Brotbacken, zum Heizen, zum Internet verbinden und arbeiten, Drohnen aufladen. Also wir verbrauchen relativ viel Strom, aber natürlich nutzen wir auch oft den Dieselmotor, um hier in der Antarktis vorsichtig langsam zu fahren. Man hätte jetzt heute auch segeln können, theoretisch, aber das wäre ein bisschen gefährlich gewesen, weil man dann die Fahrtgeschwindigkeit nicht so gut kontrollieren kann. Also wir haben ungefähr 3 bis 4 Wochen Autonomie. Also das genaue Forschungsthema dieser Mission ist wirklich, dass wir die Danger Islands besser verstehen wollen. Wir haben ein Team dabei, das sehr viel Drohnenaufnahmen macht. Wir wollen wissen, wie viele Pinguine sind es nun wirklich auf diesen Danger Islands? Welche Arten finden wir? Aber dann auch natürlich die Frage nach der Gesundheit. Also sind die Populationen gesund? Und natürlich, was wir jetzt schon öfter angerissen haben, wo fressen die Pinguine? Wo halten sie sich auf? Wo finden sie ihre Nahrung, um dort einen ganzheitlicheren Schutz im Endeffekt erwirken zu können? Das sind, würde ich sagen, unsere 3 Hauptthemen in der Forschung. Ich hoffe, wir sind jetzt gerade in der Antarktis zu hören und versuchen mal einen ganz, ganz großen Dankeschön-Applaus aus Kiel für diese Stunde.